Im Jahre 1937 begann die Hannoversche Maschinenbau AG, kurz Hanomag, im Auftrag des Heerenwaffenamtes damit, das HKL-6-Fahrgestell des 3-Tonnen-Zugkraftwagens, auch als ST-Kfz-11 bekannt, so umzukonstruieren, dass daraus ein gepanzertes Fahrzeug geschaffen werden konnte. Der Aufbau, welche die übliche winklige Form, welche jener Zeit auch bei den Panzerspähwagen zu finden waren, wurden von Büssing-Nack und den deutschen Werken Kiel entwickelt. Die Panzerung an der Front wies 12 mm, an den Seiten und im Heck nur 8 mm auf. Boden und Decke waren hingegen nur 6 mm stark gepanzert. Somit kam das Fahrzeug auf ein Gesamtgewicht von 8,5 Tonnen. Die Maße des Fahrzeugs betrugen in den Ausführungen A und B 5,8 Meter in der Länge, 2,1 Meter in der Breite und 1,75 Meter in der Höhe. Beim ST-Kfz-11 wie auch dem 251er war die Vorderachse weder angetrieben noch gebremst, sie diente lediglich der Lenkung. Bei starken Lenkbewegungen griff jedoch auch eine Kettenbremse des Laufwerks mit ein. Dieses Laufwerk besaß eine Drehstabfederung und besaß 6 große Laufrollen in Schachtelanordnung mit Gummibandagen. Das Triebrad lag vorn. Aufgrund der geschmierten Gleisketten mit Gummipolstern konnte eine recht geräuscharme und zügige Fahrt von 52,5 km pro Stunde erreicht werden. Die Motorisierung bestand aus einem wassergekühlten 4,2 Liter 6-Zylinder Benzinmotor mit 100 PS von Maybach, welcher in der Front eingebaut war. Dahinter lag der nach oben offene Mannschaftsraum, in welchem neben Fahrer und Beifahrer bzw. Funker noch für 10 weitere Soldaten Platz war. Der Innenraum war mit hölzernen Sitzbänken ausgestattet, unter welchem man Munition und Ausrüstung unterbringen konnte. Im Heck des Wagens befand sich eine große, nach außen öffnende Doppeltür. Bei schlechter Witterung ließ sich eine durch 4 einsteckbare spiegelgestützte Plane über den Mannschaftsraum spannen. Die Bewaffnung der Grundversion bestand aus 2 MG34, später auch MG42, wobei das hintere MG in einem Fliegerschwenkarm gelagert war, was den Beschuss von Flugzielen ermöglichte. Es waren standardmäßig bis zu 2010 Schuss Munition für die 2 MG vorgesehen. An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass es zahlreiche andere Modellvarianten des ST-Kfz 251 gab. Diese waren nun nicht mehr zwangsläufig mit MGs bewaffnet, sondern, da sie ja andere Rollen und Aufgaben erfüllen mussten, ganz anders ausgestattet. Als Beispiel nenne ich hier jetzt das ST-Kfz 251-10, welches mit einer aufgesetzten 3,7 cm Pak 36 ausgestattet war. Eine erste Vorserie der Grundversion erschien bereits 1938, doch die eigentlichen Serienmodelle der Ausführung A erschienen erst 1939. Somit waren einige bereits beim Polenfeldzug im Einsatz. Diese Modelle unterschieden sich in kleinen Details von der Ausführung B, dem Nachfolgemodell, welche erst nach dem Polenfeldzug die Produktionshallen verließ. So wies die Ausführung A jeweils 3 Beobachtungsluken auf jeder Seite auf, welche bei der Ausführung B bis auf eines auf jeder Seite entfielen. Zudem kam bei der Ausführung B noch ein MG-Schild auf das vordere MG, welches aber später auch bei den vorangegangenen Modellen nachgerüstet wurde. Ebenso wurde die Frontpanzerung der B-Modelle von 12 auf 14,5 mm verstärkt. Auch dieses Modell kennt ihr ja bereits aus meinem Polen-Mock. Doch was zeichnet dieses aus und macht es so charakteristisch? Natürlich in erster Linie der Maßstab von 1:45. Es ist durchaus eine Herausforderung, ein solches Modell in diesem Maßstab zu bauen, das könnt ihr mir glauben. Besonders das Heck ist äußerst komplex aufgebaut. Meine ersten Prototypen waren auch noch viel zu groß und es verkörperte nicht das, was ich in einem 251er sehen wollte. Natürlich, dieses Modell ist in manchen Augen zu klein und weist keinen großen Innenraum auf, so wie dies bei anderen Modellen oft der Fall ist. Aber wie ich bereits in meinem Scale-Aufklärungsvideo erklärt habe, geht es mir um die äußeren Maße und um die Passgenauigkeit zur vertikalen Minifigurengröße. Ein weiterer Kritikpunkt wird wohl sein, dass es keine Funktion aufweist, welche bei Modellen in 1:35 aufgrund der größeren Bauweise wohl einfacher unterzubringen und zu bauen wären. Da muss ich euch aber leider enttäuschen, denn dieses Modell hat durchaus fantastische Funktionen. Als erstes schauen wir uns das Kettenlaufwerk an. Hier sieht man, dass eine kleine angedeutete Federung vorhanden ist. Nicht besonders stark ausgeprägt, aber das war beim Original auch nicht anders der Fall. Jetzt richten wir unseren Fokus mal auf das Bug des Fahrzeugs. Genauer gesagt auf die Vorderachse. Diese ist nämlich nicht starr, wie bei 99% der Lego 251er da draußen. Nein, hier ist auch eine angedeutete Federung bzw. Suspension vorhanden. Jetzt könnte man meinen, dass es das nun war mit diesem Modell. Suspension hinten, Suspension vorne. Aber nein, einen habe ich noch.
Die Vorderachse kann sich nicht nur den Bodenbegebenheiten anpassen, sondern auch noch eine Lenkung andeuten. Richtig, das Modell hat allumfassend die wichtigsten fahrzeugtechnischen Charakteristiken, die man sich wünschen kann. Somit lässt sich das Fahrzeug wie das Original individuell in jeglicher Art positionieren. Dieses Maß der Individualisierbarkeit habe ich persönlich noch bei keinem anderen Modell gesehen, aber das Internet ist ja sehr weitläufig und falls ich es übersehen haben sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Link zu dem Modell als Kommentar dalassen würdet. Übrigens werdet ihr dieses Modell auch bei mir im Shop erwerben können. Die Bewaffnung besteht aus 2 MG34, welche logischerweise ebenso im Lieferumfang des Fahrzeugs beinhaltet sein werden. Plus das Beste ist, dass ihr dazu noch die Extrateile und Sticker erhaltet, um aus der Ausführung A eine Ausführung B zu machen. All dies, also das Modell, wie man es hier 1:1 sehen kann, inklusive dem Kanister, die Schaufel und den 2 MGs, plus noch die Teile und Sticker für die Ausführung B, erhaltet ihr bei mir in einem Paket. Entgegen eines kleinen Aufpreises erhaltet ihr dazu sogar noch die Aufbauten einer 3,7 cm Pak 36 plus eine Brickamps-Munition, welche dann das ST Kfz 251-1 zu einem 251-10 werden lässt. Das vordere MG wird durch diese Aufbauten ersetzt und somit ist bei dem ST Kfz 251-10 nur ein MG, das hintere, enthalten. An dieser Stelle wollte ich nochmal ganz kurz die Anhängerkupplung erwähnen, welche optional angebracht werden kann. Nicht besonders schön, aber es erfüllt den Zweck. Selbstverständlich ist diese auch immer im Lieferumfang enthalten. Was man hier sehen kann, ist nochmal der Gesamtlieferumfang des 251er-1 Ausführung A bzw. B. Und das hier ist der Lieferumfang des 251er-10 Ausführung A bzw. B. Was ich hier nochmals hervorheben wollte, ist die Tatsache, dass ihr bei dieser Variante auch noch die zur Pak 36 passenden, von mir speziell lackierten Munition erhaltet. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Modell und das Video im Allgemeinen gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao!